Dreamcars. E-Cars International. Sie sind die Zukunft der Mobilität. Schnell, spektakulär und umweltfreundlich. Elektro- und Hybridautos. Mit extravagantem Design, intelligenter Technik und atemberaubenden Fahrspaß. Elektroautos gelten als Fortbewegungsmittel der Zukunft. Dabei ist die Antriebsform älter als das Auto selbst. 5 Jahre bevor Carl Benz seinen Motorwagen zum Patent anmeldet, zeigt 1881 der französische Ingenieur Gustave Trouvé in Paris etwas, das die Welt noch nicht gesehen hat. Ein Dreirad mit Batterie und Elektromotor. 1899 fährt zum ersten Mal ein Straßenfahrzeug schneller als 100 Stundenkilometer. Ein Elektromotor treibt den Rekordwagen des belgischen Rennfahrers Camille Jenasi an. Ein weiterer Meilenstein der Geschichte der Elektromobilität ist 1900 der Lohner Porsche. Der von Ferdinand Porsche konstruierte Wagen besitzt neben einem Verbrennungsmotor 2 elektrische Radnabenmotoren und ist damit das erste Hybridauto der Welt. Es folgt die erste Blütezeit der Elektromobilität. Um 1910 gibt es zum Beispiel in den USA fast doppelt so viele Elektrofahrzeuge wie Benziner. E-Autos sind geruchsfrei, geräuschlos, einfach zu bedienen und vor allem zu starten, ohne schwergängige Kurbel wie bei einem Verbrennungsmotor. Erst technische Entwicklungen wie der elektrische Anlasser von 1911 bringen dem Auto mit Benzinmotor in Verbindung mit höheren Reichweiten größere Vorteile. Die zweite Revolution der E-Cars beginnt während der Energiekrise Anfang der 70er Jahre. BMW bietet bei den Olympischen Spielen 1972 in München mit dem 1602e den Elektroautos eine große Bühne. Doch der Werbeeffekt für die Elektromobilität verpufft schnell. Erst 20 Jahre später baut BMW das nächste E-Mobil, den E1 mit Elektromotor und Bremsenergie-Rückgewinnung. Audi testet zur selben Zeit mit dem Duo die Serienreife ihres Hybridantriebs. Doch das erste serienmäßige Auto mit Hybridantrieb kommt aus Japan. Toyota baut 1997 den Prius und macht umweltfreundliche Autos salonfähig. Die US-amerikanische Firma Tesla baut 2008 mit dem Roadster die erste Ikone der modernen E-Mobilität. Um 340 Kilometer weit zu kommen, speichert der schnelle Sportwagen die Energie in einem Paket von fast 7000 Laptop-Akkus. Tesla will mit E-Cars die Welt der Mobilität ähnlich revolutionieren, wie es einst Apple mit dem iPhone bei der Mobiltelefonie gelang. Mehr Platz als in einem Mercedes, schneller als ein Porsche, politisch korrekter als ein Prius. Der Tesla S ist das erste rein elektrisch angetriebene Familienauto. Bei der Formgebung des Teslas spürt man, dass da Anleihen genommen wurden beim Aston Martin und Maserati. Und man erzeugt damit diese coupéhafte Eleganz. Die Form klassisch mit starker Premium-Aura. Der Tesla fällt auf, ohne aufdringlich zu sein. Im Innenraum zeitgenössischer Luxus. Der Bildschirm ersetzt die Mittelkonsole. Was ins Auge sticht wiederum, ist der große Monitor, 17 Zoll groß, das ist größer als ein iPad und der ersetzt über Touchscreen alle konventionellen Knöpfe und Schalter.
Der Wagen beschleunigt mit einem Wort schlichtweg vehement. Zugleich geschieht es so ruckfrei und geschmeidig, mit einer Lässigkeit, dass man sich tatsächlich wundert, das ist wie an einem Gummiband gezogen. Die Beschleunigung des Tesla ist vergleichbar mit einer lautlosen Detonation. Von 0 auf gleich, sofort, keine Verzögerung. Der Tesla S beschleunigt die Viertelmeile schneller als ein BMW M5. Der Tesla S macht alles anders als ein normales Auto und vieles besser. Das E-Car aus dem Silicon Valley zeigt, wie das Auto der Zukunft aussehen kann. Eine gleißend weiße, luftdurchströmte Karosserie. 600 PS, Aluminium und Carbon. Fahrspaß wie in einem echten Sportwagen. Der Porsche Mission E ist mehr als nur eine Antwort auf den Tesla S. Er ist seiner Zeit Jahre voraus, technisch und optisch. Der Mission E ist im Grunde genommen eine Mischung aus einem 911er und einem Panamera. Und damit ist Porsche ein wunderschöner Viertürer gelungen. Im Innenraum bietet der i eine intelligente Interaktion von realer und virtueller Welt. So modern wie der Wagen außen designt ist, so futuristisch ist er innen gestaltet. Er bietet auf den 4 Einzelsitzen 4 Erwachsenen großzügig Platz. Der Mission E ist natürlich nicht irgendein E-Auto, sondern er soll sich fahren wie ein richtiger Porsche, wie ein 918er Spider im E-Modus. Überlegene Kraft, Langstreckentauglichkeit und atemberaubendes Design. Der Mission E definiert Elektroautos neu. Der Rimac Concept One. Das schnellste, stärkste und teuerste E-Auto der Welt. Vier E-Motoren beschleunigen den Supersportwagen aus Kroatien. Dabei vernetzt eine Steuerelektronik alle 4 Motoren so miteinander, dass ein intelligenter Allradantrieb entsteht. Lange Haube, kurzes Heck. Der Rimac zitiert die klassischen Designelemente eines Gran Turismo. Innen, wie man es erwartet von so einem Wagen, der ist natürlich präzise verarbeitet, beste Materialien. Obwohl der Wagen relativ schwer ist, ist das Beschleunigungsvermögen abstrus. Diese 4 Motoren entwickeln tatsächlich 1600 Newtonmeter Drehmoment, was den Wagen in 14 Sekunden auf 300 Stundenkilometer beschleunigt. 1600 Newtonmeter und 1088 PS reißen den Rimac nach vorne, ansatzlos von der ersten Umdrehung bis zur Höchstgeschwindigkeit. Der Rimac ist der Superlativ eines Elektrosportwagens. Ein Auto so gewaltig wie ein Stromschlag. Das Design von gestern, die Technik von morgen. Das Renovo Coupé ist ein elektrischer Supersportwagen aus dem Silicon Valley. Der Wagen hat richtig Dampf unter der Haube, der hat 500 PS, beschleunigt in 3,4 Sekunden auf 100, wird aber bei 207 Kilometer abgeregelt. Und ich finde das sehr sympathisch.
Das erste Elektroauto im Retro-Look ist der Renovo Coupé. Der erinnert mit seinem kurzen Heck und der langen Schnauze in der Linienführung an den Shelby Daytona Cobra Coupé aus den 60er Jahren. Geschwungene Formen, liebevolle Details. Das Renovo Coupé ist ein Eyecatcher. Auch im Cockpit und unter der Motorhaube präsentiert sich das Renovo Coupé wie ein Rennwagen aus den 60er Jahren. Unter der klassischen Karosserie des Renovo Coupé arbeitet modernstes Hightech. Die Energie für den Elektromotor wird in 3 Lithium-Ionen-Batteriepaketen gespeichert, die per Schnellladung in nur 30 Minuten wieder gefüllt werden können. Das Renovo Coupé, das coolste Elektroauto der Welt. Nicht minder spektakulär im Auftritt der Mercedes-AMG SLS Electric Drive, ein Supersportler, der mit beeindruckenden Fahrleistungen und einer außergewöhnlichen Fahrdynamik berauscht. Der Wagen verfügt über eine wirklich außergewöhnliche Fahrdynamik, die herrührt dadurch, dass jedes Rad einen einzelnen Elektromotor hat und dadurch individuell abgebremst und beschleunigt werden kann, was ein mechanischer Antrieb in der Art und Weise nicht kann. Die 4 Elektromotoren leisten zusammen 751 PS und ein Drehmoment von 1000 Newtonmetern. Mit dieser enormen Schubkraft zischt der Electric Drive fast lautlos in 3,9 Sekunden auf Tempo 100. Der AMG SLS E-Cell unterscheidet sich äußerlich nicht vom SLS und das ist ja einer der schönsten deutschen Sportwagen seit 20 Jahren. Mit seiner langgestreckten Schnauze, seinem kurzen Heck und den Flügeltüren. Auch im Cockpit unterscheidet sich der E-Drive nur in Details vom normalen SLS. (2013) startet der AMG SLS E-Drive zu einer Rekordfahrt auf dem deutschen Nürburgring. Nach 20,8 Kilometern umrundet der SLS als erstes Serien-E-Car den Nürburgring in unter 8 Minuten. Der AMG SLS Electric Drive ist der erste elektrische Supersportwagen, ein Überflieger, real und doch ein bisschen abgehoben. Ein Supersportwagen aus der Zukunft, der erste einer neuen Generation, der BMW i8. Ich finde, der i8 hat das aufregendste Design unter allen Sportwagen und besonders gefällt mir diese kleine Lücke zwischen der C-Säule und der Rückleuchte. Er wirkt wie von einem anderen Planeten mit seinem futuristischen Design. Der i8 präsentiert sich visionär und innovativ. Hinter den Flügeltüren empfängt der i8 die Passagiere als Captain Future mit einem digitalen Cockpit. Wenn man diesen Wagen beschleunigt, ist es sehr, sehr eindrucksvoll, wie gut der Elektromotor mit dem Benzinantrieb harmoniert. Daraus resultiert eine Leistungsentfaltung, die ungeheuer linear ist. Wenn man den so sieht und dann hört, dass da nur ein Dreizylinder drin steckt, denkt man am Anfang, es ist eine Mogelpackung. Aber wenn man dann erstmal aufs Gaspedal tritt, dann merkt man wirklich diese Kraft, die da dahinter steckt, und mich hat es komplett weggehauen. Die Ladezeit der Batterien für den Plug-in-Hybrid beträgt zwischen 2 und 3 Stunden. Der Elektromotor des i8 sitzt an der Vorderachse und steuert für den sportlichen Vortrieb 131 PS bei.
Soll es schneller gehen, schaltet sich der Dreizylinder-Turbo mit unerwarteter Vehemenz dazu. Das reibungslose Zusammenspiel zwischen Otto und Elektromotor ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250. Der i8 ist der nachhaltige Star unter den Supersportwagen. Ein spektakuläres und innovatives Statement. Spektakulär, futuristisch, glatt. Die Studie Vision Next 100 zeigt, wie BMW sich das Auto in 30 Jahren vorstellt. Der Vision Next fährt emissionsfrei. Alle wichtigen Daten werden auf einem großen Head-Up-Display angezeigt und weisen den Fahrer auf besondere Situationen hin. Der Pilot kann auch entscheiden, ob er autonom oder selber fahren will. Der BMW Vision Next. Ein starkes Stück Zukunft. Es ist das erste elektrische Hypercar. Ein Auto, das mit seiner Dynamik die Grenzen der Physik durchbricht. Der Toroidon 1 MW. Nach außen hin tritt das Future Tech Car eher klassisch auf. Der Toroidon ist ein faszinierendes Fahrzeug. Er erinnert in seiner Formgebung an die Le Mans-Ausführung eines Renault Alpine aus den 60ern. Dann dazu dieses französische Blau. Hängt sicher damit zusammen, dass der Schöpfer des Fahrzeugs hat mit 8 Jahren den Film Le Mans mit Steve McQueen gesehen und seitdem dreht sich bei ihm alles um Le Mans. Und er verspricht sich tatsächlich davon, mit diesem Fahrzeug einmal Le Mans gewinnen zu können. Den Claim to Fame trägt der Toroidon im Namen. Er leistet 1 Megawatt. Der Wagen verfügt über unglaubliche 1360 PS. Und diese 1360 PS sollen diesen Wagen in 11 Sekunden, nicht auf 200, nicht auf 300, sondern auf 400 Stundenkilometer beschleunigen. Das ist ein unvorstellbarer Wert. Wenn das so ist, dann wird er den gesamten Elektrofahrzeugbau revolutionieren. 4 Elektromotoren sorgen für einen Allradantrieb, der garantiert, dass der Toroidon seine unglaubliche Leistung auf den Asphalt übertragen kann. Trotz einer Höchstgeschwindigkeit von 450 Stundenkilometern verzichtet der Toroidon auf Spoiler und Flügel. Im Cockpit gibt es statt Touch-Displays nüchterne Kippschalter. Minimalismus für die Rekordjagd. Der in Finnland gebaute Toroidon ist ein Megawatt-Monster, das sich jenseits der Vorstellungskraft für Straßenfahrzeuge bewegt. Atemberaubende Formen und alternative Antriebe. Die E- und Hybridcars zeigen, dass aufregende Autos innovativen Leichtbau, außergewöhnliche Fahrleistung und umweltschonende Technik vereinen können. Bis hierher haben wir sicher die schnellsten und schönsten E- und Hybridfahrzeuge gesehen. Wir kommen aber jetzt zu 3 Supersportwagen, die sicher nicht nur zu den faszinierendsten der Welt gehören, sondern den Grenzbereich der Hybridtechnologie ausloten. Eine Symphonie in Rot, der LaFerrari. Der LaFerrari wurde interessanterweise nicht mehr von Pininfarina designt, sondern in der hauseigenen Designabteilung von Ferrari. Deshalb sieht man die starken Einflüsse, die die Formel 1 genommen hat. Es ist die Essenz aus 70 Jahren Sport- und Rennwagenbau. Die Essenz aus 70 Jahren Ferrari. Der LaFerrari, der König der italienischen Supersportwagen. Schneller, präziser und leichter fährt kein anderes Auto. Kein anderes Auto aus Maranello ist mehr Ferrari als LaFerrari.
Die Technik aus der Formel 1 mit dem Kehrsystem in diesem Hybridsystem eingebaut. Ich meine, was will man mehr? Es ist der neueste Stand der Technik mit einem atemberaubenden Design, das Nonplusultra. Eigentlich, finde ich, müsste Ferrari nach diesem Auto die Schrotten dicht machen, denn besser wird es nicht. Enzo Ferrari war überzeugt, dass man ein Auto zuerst träumen muss, bevor man es bauen kann. Der LaFerrari hätte bestimmt all seine Träume erfüllt. Erdacht und entwickelt von technischen Masterminds, gebaut im Hightech-Labor eines Formel-1-Teams, der McLaren P1. Wie kein anderer Hersteller ist McLaren synonym für Formel 1 und Hightech. Der P1 ist ein Hybrid-Hypercar, das es in dieser Form noch nie zuvor gegeben hat. Wenn man den P1 sieht, sieht man schon, dieses Auto ist einfach schnell. Der wurde im Windkanal rein auf Aerodynamik und Geschwindigkeit entwickelt und genau das sieht man diesem Auto auch an. Viel spektakulärer als den P1 kann man ein Auto nicht einkleiden. Jeder Millimeter der Carbon-Karosserie des P1 ist ausgefeilte Aerodynamik. Flaps im Unterboden, ein Heckflügel, der bis zu 600 Kilo Abtrieb produziert. Der P1 schneidet durch den Wind wie ein Jet. Das ist Formel 1 für die Straße und das ist vielleicht der schnellste Seriensportwagen der Welt. Die Beschleunigung von explosiver Kraft, wie eine Rakete beim Start, ist der P1 in 16,5 Sekunden in seiner Umlaufbahn auf Tempo 300. Der P1, der extremste Supersportwagen der Gegenwart. Der schnellste deutsche Supersportwagen und der teuerste Kompromiss zwischen Elektroantrieb und Vollgas ist der Porsche 918 Spider. Wie schnell der Hybrid-Racer wirklich ist, zeigt er in Australien im Outback auf einem hunderte Kilometer langen Highway ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Der 918 hat die Kraft der 3 Antriebsherzen. Ein Elektromotor sitzt jeweils an der Vorder- und an der Hinterachse. Dazu kommt ein V8-Motor. Die vereinte Kraft macht den 918 zur Rakete. Wenn Sie mit 800 PS Gas geben, dass einfach die Abläufe sehr schnell werden. Wo er bremsen muss, wo er einlenken muss. Das ist sicherlich ein Problem für Leute, die die Geschwindigkeiten nicht gewöhnt sind. Wenn der zu spät einlenkt, hilft alles nichts. Der Rennmotor des 918 ist eine Maschine der Superlative. Mit 132 PS pro Liter Hubraum hat der V8 die weltweit höchste spezifische Leistung unter den Straßen zugelassenen Saugmotoren. Aber was das Handling anbelangt vom Auto, ist es unglaublich. Also man fährt mit dem Auto und du verstehst die Physik nicht mehr auf dieser Welt. Wie das einlenkt, wie das vom Eck rausfährt. Wenn ich da Vollgas gebe, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Der E-Motor an der Vorderachse verleiht dem 918 die Traktion eines Allradantriebs. Das ist etwas, wenn er einen Supersportwagen kauft, dass es schon eine Möglichkeit gibt, 800 PS mit einer gewissen vernünftigen Einstellung, dass er plötzlich als Umweltschützer dastehen kann. Er sagt, ich mache mir Gedanken über die Umwelt mit einer vollkommen neuen Technik.
Im September 2013 startet Porsche-Werksfahrer Mark Lieb einen einmaligen Rekordversuch. Der 918 soll als erstes Serienauto der Welt die magische Grenze von 7 Minuten auf dem Nürburgring unterbieten. Nach 73 Kurven und 20,8 Kilometern ist die alte Bestmarke um 17 Sekunden unterboten. Mit dem vom 918 Spider gewonnenen Hybrid-Know-how entwickelt Porsche den Le Mans-Rennwagen 919. Der Porsche 919 ist ein Speedmonster. Er hat von allen Konkurrenten das radikalste Antriebssystem. Einen kleinen V4-Turbo gepaart mit einem Elektromotor an der Vorderachse. Dazu verfügt der 919 über Rückgewinnung von Brems- und Abgasenergie. Der Porsche 919 ist ein Hybrid-Meisterwerk, gebaut, um zu gewinnen. Zero Emission, visionäres Hightech und einzigartige Fahrleistungen. E-Cars und Hybridautos laden die Umwelt mit mehr Emotionen auf als alle anderen Autos. Sie demonstrieren schon heute das technisch Machbare von morgen.